Hallo liebe Mercedes-Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute passend zu dem aktuellen Wetter werde ich mich mit den Wasserabläufen an der Karosserie beschäftigen. Im ersten Schritt werde ich alle Stellen zeigen, an denen sich die Wasserabläufe befinden, und anschließend werde ich die dazugehörige Pflege und Reinigung ansprechen. Also, wenn du dieses Thema interessant findest, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Ansonsten komme ich jetzt zur Sache. Das T-Modell wird heute die Hauptrolle spielen und der 230e als Limousine wird ihm dabei aus dem Hintergrund helfen. Die erste Station, der hintere Kotflügel. Hier unten befindet sich der erste Abfluss. Aus dieser Perspektive ist er sehr gut sichtbar. Hier befindet er sich. Und so sieht es von innen aus. Da kann man ihn jetzt ganz gut sehen. Und jetzt werde ich noch einen Blick auf die andere Seite werfen. Hier haben wir genau den gleichen Zustand. Das ist praktisch sein Zwilling. Also, beide Seiten sehen identisch aus und die Abflüsse sorgen dafür, dass der Kofferraum trocken bleibt. Bei der Limousine sieht es genauso aus. Zusätzlich haben wir noch bei folgenden Baureihen genau den gleichen Zustand. W201, W140, W126 und W123. Station Nummer 2. Ich werde weiter am Heck bleiben und hier direkt an dem Tank befindet sich der nächste Wasserablauf. Und hier sieht man ihn schon, und zwar an der Stelle. Ansonsten sieht man hier eine besondere Situation. Ich habe den Tank bereits wegen einer anderen Sache ausgebaut. Wenn du dir die Aktion ansehen möchtest, dann schau dir die Infokarte an oder benutze den Link, den ich in der Videobeschreibung eingefügt habe. Ich bleibe aber bei der Sache. Das ist hier der Ablauf und jetzt werden wir uns unter dem Fahrzeug das Gegenstück angucken. Und jetzt hier eine Etage tiefer sieht man ihn. Da ist der Wasserablauf direkt neben dem Ablauf von dem Kofferraum. Dieser Wasserablauf ist konstruktiv identisch mit der Baureihe W201, W126 und W123. Bei der Gelegenheit werde ich mir jetzt den Zustand von der Leitung mit einem Endoskop anschauen. Das sieht richtig gut aus, aber hier muss man fairerweise sagen, dass diese Stelle so gut wie nie Probleme macht. Sie ist unproblematisch, aber trotzdem soll man sie im Auge behalten. Jetzt die nächste Station, Wasserablauf am Längsträger. Der Austritt befindet sich im Heckbereich an dieser Stelle. Das ist die Beifahrerseite. An der Fahrerseite haben wir genau den gleichen Zustand. Unterstützt werden die beiden durch zwei weitere Austritte, die sich vorne im Bereich der Wagenheberaufnahme befinden. Das ist die Fahrerseite und die Beifahrerseite sieht genauso aus. Ich werde jetzt den Gummi entfernen und überprüfe den Bereich mit dem Endoskop. Also, wie man sieht, ist der Bereich auch nicht kritisch. Man muss an dieser Stelle nur ab und zu sich den Zustand der Gummis angucken und dann ist es völlig ausreichend. Weiter geht's mit der Klimaanlage. Dort befinden sich zwei Wasserabläufe. Die Positionierung ist bei allen Fahrzeugen gleich. Sie befinden sich direkt am Getriebe. Ein Abfluss befindet sich normalerweise links, der andere rechts. In meinem Fall wurden sie abgerissen, deshalb fehlen sie. Die Positionierung bzw. den Verlauf kann man aus dieser Zeichnung entnehmen. Mit einer Verstopfung an dieser Stelle hat man sehr selten zu tun. Eine kurze Überprüfung, ob die Leitungen richtig verlegt sind, schadet auf jeden Fall nicht. Die nächste Station befindet sich direkt an der A-Säule. Das ist die Motorhaube.
und das ist der Abfluss. Den Kotflügel habe ich bereits abgebaut, deshalb kann man sich den Austritt leicht anschauen. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer. Und da sieht man ihn schon. Jetzt bin ich an der Beifahrerseite. Hier haben wir genau die gleiche Situation. Er befindet sich hier in der Ecke. Der Austritt ist hinter dem Kotflügel. Deshalb werde ich mir jetzt mit dem Endoskop seinen Zustand anschauen. Leider macht die Leitung an dieser Stelle einen Knick, deshalb ist eine weitere Aufnahme nicht möglich. Wenn man aber überprüfen möchte, ob die Leitung frei ist, kann man das ganz leicht mit Wasser machen. Da sieht man auch, wo der Austritt sich befindet. Jetzt komme ich zu der nächsten Station, zu dem Wasserkasten, der sich hier befindet. Den Austritt findet man unter dem Fahrzeug, wie auf der Skizze abgebildet. An dieser Stelle ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man ab und zu die Abdeckung entfernt und den Raum säubert. Bei der Gelegenheit kann man auch den Wassertest durchführen, um zu prüfen, ob die Leitung frei ist. So, und jetzt bin ich am Schiebedach angekommen. Der 230er wird uns die Wasserabläufe zeigen. Davon gibt es hier 2 Stück, einmal links und einmal rechts. Und aus dieser Perspektive kann man ihn ganz gut sehen. Er versteckt sich hier in der Ecke. An dieser Stelle ist es empfehlenswert, dass man die Abflüsse regelmäßig mit der Druckluft vorsichtig reinigt. So ist es dann sichergestellt, dass sie nicht verstopfen. Das sind also die Stellen, die man auf jeden Fall im Auge behalten soll. Wenn man hier nicht konsequent ist, kann es zu Schimmelbildung und zu Rostschäden führen. Ich persönlich überprüfe einmal im Jahr, in welchem Zustand sich die Gummiteile befinden. Dabei reinige ich sie auch mit Druckluft, natürlich sehr vorsichtig, und reinige sie mit Wasser. Wenn das nicht konsequent gemacht wird, dann hat man unter Umständen mit Verstopfungen zu tun. Dann müssen die Abflüsse mit langen Gegenständen vom Dreck befreit werden. Das ist Fleißarbeit, dauert lange, aber leider gibt es da keine andere Möglichkeit. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir den Daumen hoch gibst. Oder wenn du weitere Videos von mir sehen willst, dann abonniere meinen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.